Hallo, mein Name ist Susanne Roland. Ich bin Bildungsreferentin hier in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das heißt, ich mache Führungen, ich mache Projekttage, Workshops. Heute haben wir uns ein bisschen Zeit, uns einen Ort anzuschauen, der sonst im normalen Programm immer nicht so richtig Platz findet. Wir sind hier auf dem Gelände des ehemaligen Industriehofs, direkt an der Lagergrenze. Wenn wir hier rüberschauen, die Mauer, das ist die Mauer, die zum Häftlingslager hingehört. Der Wachturm zeigt zum Lagerinneren, aber in dem Bereich waren verschiedene Werkstätten angesiedelt, beispielsweise eine Schreinerei, eine Elektrowerkstatt. Einer der Einsatzorte, wo Häftlinge Zwangsarbeit leisten mussten für die SS. Industriehof mit den Werkstätten war Keimzelle für einen riesigen SS-Komplex, der entstanden ist rings um das Konzentrationslager Sachsenhausen. Und es geht aber noch darüber hinaus, wenn man sich das genauer anschaut, das Außenlagersystem, was zum Beispiel zu Sachsenhausen dazugehört hat. 1942, 1943 fing das an, dass Außenlager entstanden sind, also näher an der Rüstungsproduktion, kleinere Lager mit KZ-Häftlingen, die dann dort eingesetzt worden sind. Und das sind zum Kriegsende an die 100 Außenlager gewesen, die alleine zum KZ Sachsenhausen gehört haben. Eine von den Fragen, die in Führungen schon häufig kommt, ist die nach den Arbeitseinsätzen, in die KZ-Insassen eingeteilt worden sind. Also was für Arbeit mussten die hier nun eigentlich machen? Und eines der Beispiele, die ich dann zeige, ist das von Arp Nicolas. Der hat nach seiner Rückkehr das als Buch aufgearbeitet. Arp Nicolas, 1941 verhaftet in Holland, weil er in seinem Heimatland Widerstand gegen deutsche Besatzung geleistet hat. Über verschiedene Stationen am Ende hier in Sachsenhausen gelandet, im Konzentrationslager. Und nach seiner Befreiung dann hat er seine Erinnerungen aufgearbeitet, unter anderem eben auch die, die sich hier auf Sachsenhausen beziehen, hat so ein Collagebuch produziert. Und auf einer Seite sieht man da verschiedene Arbeitseinsätze, die er dokumentiert hat, die er aufgezeichnet hat. Da ist das erste Bild hier eines, wo er als Buchbinder arbeitet. Das gehört also in den Bereich Industriehof. Buchbinderei war eine von den Werkstätten, die dort untergebracht gewesen ist. Er zeichnet aber mehrere Einsätze hier auf. Also Buchbinder ist vielleicht keine harte körperliche Arbeit, Autonummernschilder für die SS malen ist vielleicht keine harte körperliche Arbeit. Arp Nicolas war Grafikdesigner, das heißt, als sie das raus hatten, die SS-Leute, haben sie ihn unter Umständen dann in solchen Einsätzen untergebracht, wo sie mehr Ergebnis haben wollten. Aber er ist eben auch eingesetzt gewesen zu Erdarbeiten. Das gehört eher in den Bereich, dass es ziemlich harte körperliche Arbeit gewesen ist. Und er ist eingesetzt gewesen, was man hier als zweites sieht, als Leichenträger, wie er das da schreibt. Man sieht das auch so ein bisschen angedeutet, dass er da läuft und jemanden über den Rücken hat, der nicht mehr am Leben ist. Das dann also zumindest psychologisch schon ja, ziemlich anstrengend für die Leute, die hier gewesen sind.